24 Angler. Here we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Grill Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 11. Episode des YPC Bank 2022 und damit zum ersten Angeltag der Gruppe D. Ob YPC Bank, Boat oder Bass. Noch kein YouTube Predator Cup fand jemals ohne Enrico statt. Der Produktentwickler der deutschen Raubfischmarke LMAB konnte das Uferturnier 2020 gewinnen und 2022 die Silbermedaille im Bass-Turnier ergattern. Der Mindener mit italienischen Wurzeln gehört in jedem Angelturnier immer zum Favoritenkreis. Patrick Marabel, Pro-Staffer beim beliebten Tackle-Hersteller Fox Rage aus Großbritannien, schaffte es bei seiner Premiere bis ins Halbfinale, wo er in einem dramatischen Duell Dustin Schöne knapp unterlag. Der Holland- und Street-Fishing-Experte mit britischem Pass war vor allem mit kleinen Ködern und Topwater-Baits am Kanal erfolgreich. Gut möglich, dass das erneut seine Strategie sein wird. Die französische Raubfischbrand mit dem einprägsamen Totenkopf-Logo Ganki schickt erneut Malte Gatz ins Rennen. Der Rostocker scheiterte 2020 und 2021 jeweils hauchdünn in der Gruppenphase. Wirklich vorzuwerfen hatte er sich nichts, denn beide Male war die Karte voll. Geht's für den Ganki-Teamangler diesmal eine Runde weiter? Die schwedische Firma Catch with Care, unter anderem Distributor der Marken Strike Pro, BFT und Miura's Maus, nimmt mit Evert Oostam am Turnier teil. Der Niederländer war 2021 bereits in Maltes Gruppe und auch er schied mit Full Card aus. Wegen einer wohltätigen Veranstaltung fiel sein Training extrem kurz aus. Wir sind gespannt, ob das zu Everts Nachteil wird. Paolo Bardagioli startet wie im YPC Best 2022, wo er bis ins Finale kam, für seinen Arbeitgeber Mollix. Die italienische Raubfischmarke stellt nicht nur Bass-Tackle für Profis in den USA her, sie hat auch für die beliebtesten europäischen Raubfischarten etliche Produkte im Sortiment. Paolo kennt sich in den Niederlanden sehr gut aus. Wir sind gespannt, wie sein YPC-Bank-Debüt verlaufen wird. Der deutsche Wels- und Raubfisch-Tackle-Hersteller Zack Fishing nimmt erstmals am YPC teil und scheint mit Markus Eule einen Mann mit einer großen Fanbase ins Rennen zu schicken. Zumindest gab es in den sozialen Medien viel positives Feedback zu seiner Teilnahme. Der pfälzische Auswanderer betreibt ein Angelcamp in Italien, baut Boote und hat unter Mr. Waller einen eigenen YouTube-Kanal. Wir sind gespannt, welche Rolle der Wels-Experte in einem Turnier auf Hecht, Barsch und Zander spielen kann. Er wurde von seinen Teamkollegen jedenfalls sehr gut auf den Cup vorbereitet. Heute sind die Angler wieder im Norden der Niederlande unterwegs. In Zone 2 fischen Enrico, Malte und Patrick. In Zone 3 starten Markus, Paolo und Evert. Good morning everybody. This is a new episode, day 1, and we're going to the first spot. I'm focused and excited
The game plan is Zander and perch. And when I get the list full right away, maybe in the end of the day some pike fishing. Well, last year I lost to go to the second round with topwater, so we're gonna do a lot of topwater as well. So watch me. So, hey Jungs und Mädels, willkommen YPC 2022. Wir sind auf dem Weg zum ersten Spot. Unser Plan ist, keinen Plan zu haben. Für bis zum ersten Spot haben wir den Plan und dann werden wir gucken, was wir machen. Ihr seid auf jeden Fall live dabei und ich hoffe, es wird ein fischreicher Tag. Okay guys, first spot of the YPC 2022. We will start with perch, try to find some big one with Carolina rig. That is a winter technique, but I think that here can be the good solution because we have to cast super far and fish really slow. We are here on the spot like 30 minutes before the start, but we are ready to go and let's see. Moin Leute, YPC 2022, ich bin angekommen am Polder, startet mit Hecht und ja, welcher Köder soll es sein als unser Scanner. Damit werde ich natürlich wieder anfangen. Das ist schon mal eine neue Farbe, mal schauen, ob die gleich Erfolg bringt. Und falls es heute sehr gut läuft, habe ich auf jeden Fall noch den neuen Scanner dabei. 175 mm, eine neue Größe für die ganz dicken Muttis und ja, drückt mir die Daumen, dass ich den heute brauche. Hallo, guten Morgen. Ja, es ist wieder soweit. Ja, bin dieses Jahr wieder sehr nervös. Dachte, ich wäre entspannter, aber ne, ist gar nicht der Fall. Also noch ein paar Minuten, also so 8 Minuten ungefähr, dann darf ich loslegen. Hatte hier einen Hecht im Training, der den Spinnerbait geschnappt hat und nicht gehakt war. Ich habe extra losgelassen, damit er ihn ausgespucken konnte, damit er den Haken nicht spürt. Und da die Topwater-Punkte extrem wichtig sind und es ein sehr kleiner Polder ist, werde ich jetzt als erstes mit einem Topwater Frog fischen, in der Hoffnung, dass er an exakt der Stelle steht und Bock auf Froschschenkel hat. Und wenn nicht, dann wird halt der Spinnerbait wieder durchgejagt und hoffen mal, dass es direkt einen guten Start gibt. Drückt mir die Daumen. Und dumm ist um, ich habe extra dieses Mal ein Shirt mit einem Hecht-Logo angezogen, in der Hoffnung, dass das Wirkung zeigt und die Hechte dieses Jahr meine Freunde sind. My game plan is, since the sun is not really up yet, to fish some topwater action for at least half an hour. Even though with no wind and sunny it will be tough, but anyhow I give it a chance. And after that I will go to the deeper parts on the end of the pier and fish for Zander. But first we start with the Strike Pro water strike and try to catch maybe a pike or at least some perch. So, ich glaube, durch das Loch müssen wir durch. Da. Ich kenne mich genauso gut aus wie du, Alter. Ich war selbst schon nie da. Aber ich glaube, da müssen wir durch. Wo sind wir da gelandet? Bei Hartz IV oder was? Da im Hafenbau oder wie ist das? So, sehr schön, oder? Idyllisch. Herrlich. Ja, da hocken sogar die Enten da auf dem Balkon und chillen ihre Basis. Super. Ja, haben wir den Butcher. Dann fische ich da ein Mono von Momoi Neo 091, gequetscht, verbunden mit der Hauptschnur als Vorfach. Mono, passt. Okay. Ich habe einfach noch nicht so viel Erfahrung mit Fröschen als Ködern. Sie sind bekannt dafür, dass sie zwar viele Attacken provozieren, aber auch eine hohe Fehlbissquote. Und da habe ich mehr Vertrauen in sowas. Ein Walk the Dog Oberflächenköder. Das ist ein bisschen nervig mit dem vielen Kraut, dass wenn der Wurf nicht perfekt sitzt, dass dann der Spot ruiniert ist. Aber darauf lasse ich es jetzt ankommen. Und dann ist das jetzt meine erste Wahl für in weniger als einer Minute. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 1 Gruppe D der Vorrunde beim YouTube Predator Cup. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht so nervös zu sein, aber jetzt bin ich es irgendwie doch. 8:01 Uhr, wir sind eigentlich genau pünktlich am Spot. Die Routen sind schon fertig gemacht und jetzt geht's los. Ich möchte nicht mehr Zeit verlieren und ich möchte wirklich in Ruhe das Ding hier ausangeln. Drückt mir die Daumen, vielleicht brauche ich es wirklich und ich hoffe einfach, dass die Fische aktiv sind. Aber den Rest dann vielleicht mal später. Erstmal angeln. So, Jungs und Mädels,
It's time. Erster Wurf, YPC 2022. First cast. Es geht los. Erster Schmiss. Let's do this. Drückt mir die Daumen. Oh fuck. Oh god. Oh god. Look there. There was a big perch hunting. Phew. Was a big perch. I saw him. Meine Startzone ist die Zone 2 und die Zone 2 steht für mich ganz klar als Hechtzone im Vordergrund. Ich habe zwar auch den einen oder anderen Alternativspot für Zander, jedoch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon wirklich all meine Habseligkeiten darauf verwettet, dass ich heute hier meine Hechte fange, damit ich dann übermorgen in Zone 3 eigentlich primär auf Zander und Barsch angeln kann. Aber naja, es ist halt Angeln. Wir sind natürlich heute auch wieder an einem fantastischen Frühsommertag. Aber fürs Angeln weiß ich nicht, ob das so gut ist am Ende. Wir sind in so einem großen Poldergebiet, wo hier ein Polder neben dem anderen ist und das auch mal ein bisschen breiter. Wir haben immer wieder so kleine Einströme von kleineren Poldern, die dann in so einem größeren Mündungsbereich sich zusammentreffen. Und hier kann man zum Glück auch dann immer ganz gut jiggen. Und das probiere ich. Ich habe allerdings drei Routen eigentlich mehr oder weniger ready to go. Also eine schwere für auch mal ein 23er Drunk Dancer. Oder halt mal vielleicht auch ein Jerkbait, weil heute ist wirklich gar kein Wind. Ist natürlich hervorragend zum Jerken. Und manchmal ist dann eben auch der Jerkbait der Gamechanger. Das muss man ein bisschen rausfinden, denn die Hechte reagieren nicht unbedingt immer an so ganz windstillen, sonnigen Tagen auf gerade geführte Köder, sondern die brauchen ein bisschen Action, ein bisschen Zickzack. Und da ist ja das Einzige, was wirklich im Zickzack läuft, ein Jerkbait oder halt vielleicht ein Glidebait. Aber jetzt jigge ich hier den Platz erstmal aus, weil das geht an diesem Platz ganz gut. Es ist auf jeden Fall sehr viel Kleinfisch da, das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, aber sehr wenig Oberflächenaktivität. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, hier geht richtig die Post ab. Der Plan ist erstmal hier in diesem Poldergebiet ein bisschen auszuharren und vielleicht dem Ganzen mal eine Stunde oder zwei zu geben und dann zu gucken, ob man Kontakt bekommt. Fisch. Oh nein! Nein. Ja. So ist das. Enrico hat den ersten Kontakt des Tages mutmaßlich von einem Hecht und das ist auch die Fischart, die Markus zunächst im Visier hat. Vom Kurbeln her, da mache ich jetzt immer so 2-3 Umkurbelungen. Dann lasse ich ihn kurz stehen, sodass der Köder absinken kann. Dann fängt er so ein bisschen an zu flanken. Dann mache ich wieder so einen einzelnen Kurbelschlag, lasse ihn wieder absinken. Einfach so ein bisschen Bewegung reinbringen. Mal schnell anziehen, absinken lassen. Ein bisschen höher. Also immer so ein bisschen spielen. Wichtig ist, glaube ich, nicht diese so konstante Eikurbeln. Ja. Irgendwelche Fragen oder was? Haha! Hier ist er! Boom! So, Junge, am Ende sind wir bei 69,5. Richtig? Sehr geil, 70er echt. Okay. Topfeed, Junge, oder? Boom! Super Start für Markus. Er holt sich die ersten 70 Punkte und die Kontrahenten gratulieren artig.
Ja, eben hat Tobias in der Hosentasche. Der erste Fisch wurde gefangen von Zeck, von Markus Eule. 70 cm Hecht, auf jeden Fall erstmal geil zum Starten. Ja, mal schauen. Ich hoffe, dass das bei mir auch bald soweit ist. Ja, Petri zur Entjungferung der Gruppe. Hat er den Start gehabt, den ich mir gewünscht habe. Petri Eule. Okay, so congrats Markus for the first fish of the day of the YPC 2022 Group D. Yo! So, Erfolgsköder für den ersten Fisch. Butcher im Blue Eyes. Das Teil ist einfach ein Waffe, Alter. Mein Kumpel Chris hat den gemacht. Er sagt, er fängt überall. Und ihr seht, sogar ich fange mit dem Teil, Alter. Haha! Den Hecht haben wir jetzt leider nicht abgefilmt, sondern haben direkt released. Gell? War besser für den Fisch. Der Weg von hier bis zum Mesherboard war ziemlich weit. Jetzt habe ich das Mesherboard dabei. Beim nächsten Fisch passiert uns das nicht mehr. Den präsentiere ich euch gescheit. Falls wir noch einer fangen, gell? Well, the top water fishing didn't work out. It's flat calm, there's no wind. It's perfect for top water fishing, but the fish was not active in the surface. So that's why I changed to Zender, fished the deeper parts. And now I'm standing in the end of the pier. And I watched on my phone the area on the Navionics charts. And I saw some holes in front. And now I'm fishing the edges of the big holes. I use a 12-gram jig head with the Strike Pro Piglet Shed. Color orange. Orange is mainly really good on rivers like this. So hopefully it pays off. Ja! Nein! Ich habe einen großen Hecht verloren. Fuck! Meine Fresse! Das war ein guter. Ein wirklich guter Hecht. Hoffen wir, dass wir gleich auf einen anderen Köder vielleicht doch noch einmal zuschlägt. Ja, ich werde mal die Farbe wechseln von was Natürlichem auf was Schockiges. Ja, das Wasser ist doch relativ trübe und ich hoffe so vielleicht einfach ein bisschen besser aufzufallen. Ich wähle jetzt hier so einen Mad Tiger, natürlich auch wieder einen Scanner und vielleicht finden den die Hechte ein bisschen besser. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe hier nicht geangelt, weil ich das hier komplett in Ruhe lassen wollte, aber ich weiß, dass hier Fische gefangen wurden. Also den hier kann ich recht schlecht einschätzen, aber das Ding ist, hier ist so ein bisschen, wenn einer kommt, kann der wahrscheinlich ganz gut sein. So, der erste Farbwechsel steht an und ich werde jetzt mal was ganz Knalliges angeln, also wirklich ganz stark UV-aktiv. Lime Chartreuse, auch mit 15 Gramm bebleit. Der geht halt schön zackig durchs Wasser. Gerade dadurch, dass er halt so einen kleinen Paddletail hat. Der Junkbait hat halt eine sehr stark flankende Aktion. Mag ich auch sehr stark auf Hecht. Allerdings manchmal ist das zackigere, also das links nach rechts, ein bisschen passivere Laufverhalten dann doch besser. Dann gucke ich mal, ob die da vielleicht drauf reagieren, weil der Biss vorhin, den ich hatte, der war auch sehr verhalten. Ich hoffe, dass dann doch der ein oder andere jetzt mal ein bisschen knackiger zubeißt. Bleib bloß drauf. Boah, die sind sehr passiv. Aber das ist kein kleiner Fisch, glaube ich. Auch kein großer. Oh,
Fisch Nummer 1 ist im Kescher. Der Farbwechsel hat's gebracht, Leute, ich sag's euch. Das richtige Handling bei Fischen erfordert auch immer das richtige Werkzeug. Deswegen habe ich hier eine Doppelgelenkzange, natürlich auch fürs Programm von LMAB, bald in Planung. Der Hecht hat mich ganz schön zerlegt. Aber jetzt messen wir den Kameraden mal. Measureboard habe ich schon nass gemacht. So, vorne dran 66,5 ist 67, oder? So Leute, 67 und ein Fisch abgehakt in der Wertung. Um den schon zu releasen, habe ich ihn jetzt erstmal in den Kescher gepackt und stülpe den Kescher einfach um. Bisschen nachhelfen, damit er sich stabilisiert. So, und dann weiß er, wo er lang muss. Und ich bin sehr happy, den ersten Fisch gelandet zu haben. Hab mir ganz schön die Hände aufgerissen. Aber so ist das eben beim Hechtangeln. So, was natürlich wichtig ist, immer das Vorfach kontrollieren nach einem Hecht, selbst wenn es ein kleiner Hecht war. Da kann nämlich immer eine Litze aufgehen. Ich fische in 1x7 Stahlvorfach in 9 Kilo. Trotzdem ist das robust genug, auch wirklich große Fische auszuhalten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Ach so, ich muss, glaube ich, den Fisch reporten, oder? 67 Zentimeter. Jo, Enrico mit einem 67er Hecht. Ist doch schön, freut mich für ihn. Ja, cool. Die ersten Jungs haben ihre Hechte. Ist doch schön. Also ich meine, so hat der Zuschauer wenigstens schon mal was zu sehen gehabt. Ist ja noch viel Zeit, da muss man sich selber nicht verrückt machen. Es sind jetzt keine Übergrößen dabei, wo man schon anfängt innerlich zu zerbrechen. Aber auf jeden Fall freut mich und gönn's denen natürlich auch. Ist nass, gell? So, ja. 63 genau, ja. Kleiner Fisch, aber verdammt wichtig, Alter, verdammt wichtig. So. Und jetzt, Baby, schickst du Mama vorbei, Alter. Jetzt sind wir warm. First spot done, dry net, so it's not that super good start, but still the other ones got already 3 pikes, so congrats to everyone. Now we change completely spot, even if we move like just 300 meters. We go back, there's some boats, big boats, structures, and we will look to some big perch under the boat, so let's see what happens. Well, I'll make 1 or 2 casts. There is not any current and it's flat calm. So we go to our second spot, and in that water there is current. And I think you need at least have some current to get the action going. Hi Leute, ich melde mich heute mal direkt aus der Lure Drop Küche, wo traumhafte Zutaten für hungrige Raubfischmäuler miteinander kombiniert werden. Und so bin ich extrem froh, euch sagen zu können, dass der Lure Drop Oktober auch wieder extrem schmackhaft geworden ist. Wer die kostbare Kelle nicht an sich vorbeiziehen lassen möchte, findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt.
dass hier der Polder so ergiebig ist, hätte ich nicht gedacht. Sah im Training gar nicht danach aus. Sagen wir so ergiebig, so potenziell ergiebig. Da, das meinte ich. Darum passt lieber auf, wo ihr Köder hinhängt und nicht so eine schwachsinnige Aktion macht wie ich. Das hätte jetzt auch böse enden können. Ist zum Glück nur ein ganz klein bisschen in der Haut drin. Aber das hätte jetzt böse enden können. Ja, ich fische ja den Scanner jetzt hier im Kanal oder Polder, wie auch immer man es nennen möchte. Eigentlich wisst ihr ja das meiste über die Führung. Also der Köder ist ein Swimbait, wird hauptsächlich über die Rolle geführt. Man gibt dem halt immer so kleine Hübe oder Schübe, meistens so eine halbe Kurbelumdrehung und kann denen dann noch mal ein bisschen eine Pause geben. Dann hat er ein bisschen Zeit, das ist ja ein langsam sinkender Köder. Und der läuft halt immer eine S-Kurve. Ja, und je nachdem, wie schnell oder wie stark er diese Schübe macht, schafft er es tatsächlich auch einmal fast um die eigene Achse zu drehen, stehen zu bleiben. Und das ist auch ein Moment, gerade wenn ihr Nachläufer habt oder so, wo relativ gerne mal die Bisse kommen, weil das eine Aktion ist, die kaum Köder sonst schafft. Scheint ein bisschen größer zu sein. Nicht viel, aber hängt ganz knapp. Hängt ganz knapp. Aber viel größer ist er nicht. Viel größer ist er nicht. Den Kameraden noch mal kurz ins Gras legen. Die Matte richtig schön schleimig nass machen. Ja, und wie gesagt, in solchen Situationen ist es einfach super fürs Fischhandling, ein vernünftiges Werkzeug dabei zu haben. Der ist, glaube ich, richtig hinüber. Dann schauen wir mal, was der Kamerad hat. Vorne ist er dran. Ja, 80 nicht ganz, glaube ich. 75. So, auch der Kamerad wird natürlich so released wie der davor. So, das sieht gut aus. Bisschen Zeit geben und los geht's. 75er Hecht in der Wertung. Jetzt scheint es ja wirklich so zu sein, dass die Fische doch ein bisschen aktiv werden. Aber das ist häufig so in den Sommermonaten, dass wenn das Wasser sich aufgewärmt hat, wenig Wind ist, diese Perioden, wo halt wirklich wenig Bewegung im Wasser ist, dass die Fische dann morgens eher ein bisschen verhaltener sind. Immer cool bleiben, Leute, wenn ihr angeln geht. Irgendwann kommen die Fische von ganz alleine oder sie beißen halt gar nicht. Wenn man weiß, dass man einen Platz hat, wo eigentlich Fische anzutreffen sind, dann sollte man den auch wirklich in Ruhe ausangeln. Running and Gunning ist gut, wenn man Fische suchen will, aber wenn man einen Platz hat, wo die Fische tatsächlich sich einstellen, dann muss man Ruhe bewahren und angeln. Für Enrico scheint diese Taktik bislang zumindest aufzugehen. Der zweite Hecht, diesmal ist er ein bisschen größer und Enrico übernimmt die Tabellenführung. Petri, Enrico, mega Teil, Alter. Aber da fangst du nichts mehr. Ja, Enrico, gut, hör auf. Ja, mein Plan war gut. Eigentlich war er nicht schlecht, weil ganz offensichtlich waren die Hechte hier auch in Beißlaune. Ich habe, wie gesagt, 3 Kontakte gehabt. Erst ein Fehlbiss, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob es ein Hecht war. Könnte auch ein Barsch gewesen sein. Dann einen schönen Hecht als Aussteiger auf Spinnerbait. Das sollte eigentlich mit dem Trailerhook nicht passieren. Gefällt mir nicht. Und der dritte war ein Nachläufer, der auf den Topwaterbait fast gegangen wäre. Und das Dumme war halt nur,
Der Topwater-Bait kam halt klar in meine Richtung und der Hecht kam von der Seite und es war so ein Stückchen von Seerosenblatt und ich habe nur noch bis zum Seerosenblatt bewegt bekommen. Dann hat er abgedreht und ist verschwunden. Ich schätze mal, hätte ich freie Bahn gehabt, einen halben Meter mehr, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass ich einen Hecht zu feiern gehabt hätte. Patrick wechselt erstmalig die Angelstelle und auch Ewert ist zurück am Auto. We go to the next spot. We just humped on this spot and normally we fish on a place like this, so I don't want to skip this. Maybe 10 casts, maybe a little bit more to see if I can catch an active pike. I'm looking for the fish as precise as possible nearby the permanent structures. So not the boats that always move, but the things that are always here. So houseboats and pontoons and something like this. Because of course under that some big fish will lay down. So the thing with this kind of fishing that you have to be really precise with the casts and stay a little bit stopped when you reach the hotspot actually. Touch the ground, stay calm a little, also because this kind of baits move because they have a lot of elastics and also the floating baits stay up. So even if you don't move the bait, there's a chance to catch the fish even while you are stopped and so. And then I retrieve it with a really tiny jerking, just to move the bait on the place and not with long retrieve or something. So Jungs und Mädels, ihr seht jetzt so draußen, so fast so auf 2/3 von der Wurfdistanz, dieses Krautfeld. Das sind natürlich potenzielle Spots für Hechte. Da stehen Hechte drin und schießen dann raus. Jetzt aber ganz, ganz wichtig, dass wenn ich das Kraut überfische, muss ich ja jedes Mal mit dem Köder durchs Kraut durch. Macht natürlich einen Haufen Krach im Wasser, alles drum und dran. Deswegen habe ich jetzt das Kraut vorne dran abgefächert, da steht kein Fisch. Und jetzt fange ich auch hinten dran abzufächern und noch jeden Wurf den Köder sauber zu machen. Kleiner Tipp von Mr. Wallaga. Ich feiere das. Ich feiere das. YPC, jetzt oder nie. Alter. Ja! Der erste! Maul ist zu. Vorne dran ist er. 59,5 angekratzt, damit 60 cm würde ich sagen. Ja, der Release wird ziemlich unspektakulär. Zwar der kleinste Fisch bisher, der gemeldet wurde und gleich wird von mir, aber es gibt ein bisschen Zuversicht, ein bisschen Beruhigung. Man geht nicht als Schneider aus dem Tag. Wie würde, ich glaube, Landry war es immer, ne? No Schneider. Auch der 5. Fisch des Tages ist ein Hecht und Malte ist der 3. Angler mit Punkten auf dem Board. Patrick ist derweil an seinem neuen Spot angekommen. Jetzt bitte ein Häagen-Dazs, hier den Grill bitte aufstellen und lecker Steak grillen. Ich habe Hunger. Ne Quatsch, ich will angeln. Ich war hier einmal, ganz kurz, Viertelstunde, hatte direkt einen Hecht dran und sofort abgebrochen, weil ich dachte, okay, sieht geil aus, so schnell Hecht, wird gut sein. Jetzt hoffen wir, dass es auch wirklich so ist und dass nicht der berühmte einzige Hecht im Karpfenteich war. Gut, das ist kein Karpfenteich, aber ja, dass es also gut laufen wird und ja, ich leg dann mal los.
Anscheinend nicht der Einzige, der hier gerne mit Wobbler auf Hecht angelt. Ja, doch. Dafür mache ich das ausnahmsweise, weil zum einen finde ich es immer ganz witzig, sich kostenlos Köder einzusammeln. Zum anderen muss ja nicht in der Natur liegen bleiben. Das ist halt immer sehr gut, Sekundenkleber dabei zu haben, dass man eben, wenn man schon mal gepiekte Gummifische hat, da auch mal den dann neu zu bestücken. Ich lasse ihn hier kurz liegen, damit er ein bisschen eintrocknen kann. Mache dann den ab, weil der hier hat, glaube ich, die besten Tage hinter sich. Ja, und außerdem 15 Gramm ist mir noch zu langsam. Ich möchte noch ein bisschen zackiger unterwegs sein, einfach um diese Fluchtbewegungen besser zu imitieren. Aber der hier hat wirklich seine Schuldigkeit getan. Ich lasse den trotzdem hier mal draußen an der Sonne zum Trocknen. Vielleicht brauche ich den nämlich noch. Man weiß es nämlich nie. Wenn man jetzt den einen verlieren sollte oder vielleicht durch einen unglücklichen Biss dann doch die Hälfte hier abreißt, ist es immer besser, doch noch einen in petto zu haben, den man eventuell dann noch mal kleben muss. Ja, das hier sieht gut aus. Schon eigentlich fest. Ist jetzt auf 17 Gramm gewechselt. Hoffentlich bringt das erhoffte Ergebnis oder die erhoffte Reaktion. Fühlt sich ein bisschen schwerer an. Oh, ich merke, wie die Zähne am Stahlfach kratzen. Der ist ein bisschen größer. Oh ja. Oh ja, der ist ein bisschen größer. Dafür muss ich runtergehen. Ja, so machen die das, die Jungs. Oh. Ja, der könnte so seine 80 haben. Leim Chartreuse scheint wirklich die perfekte Wahl gewesen zu sein. Auch das etwas schwerere Angeln. Einmal den Kescher drunter herziehen. Und wir haben einen fantastischen 90er Fisch. Einen fantastischen 90er Fisch. Einen fantastischen 90er Fisch. Die Temperaturen sind zwar noch nicht allzu hoch, trotzdem ist es im Sommer wichtig, die Fische schnell wieder dem Wasser zuzuführen. Sehr gut. Ich bin sehr happy. Der Breakshot bringt Enrico den dritten Hecht. Der Mindener kann die Führung ausbauen. Patrick scheinen die Fänge der anderen bisher noch nicht sonderlich zu verunsichern. Geile Sache, ey. Das ist heftig. 90er ist schon richtig schön. Fettes Petri, Enrico. 90 ist geil. Ein Turnier erst recht.
Ja, und das ohne Hechte trainiert zu haben. Ich glaube, Enrico hatte mir gesagt, so von wegen anderen Fischarten, ja, da hat er sich Spots angeguckt und beim Hechten vertraut er einfach darauf, dass die Spots, die er hat, funktionieren. Starke Leistung. Patrick schreibt, Petri Jungs, aber jetzt bitte Pause einlegen. Malte hat jetzt auch seinen ersten Hecht auf dem Scoreboard. 60er Hecht. Petri an der Stelle, Malte. Es ist 9:38 Uhr, das heißt, ich bin jetzt 1,5 Stunden hier seit dem ersten Wurf und habe 3 Fische in der Wertung. Es hätte besser bis jetzt nicht laufen können, muss man sagen. Aber man soll den Tag erst vor dem Abend loben, oder wie heißt das? Nicht vor dem Abend loben, so heißt es. Man soll den Tag erst vor dem Abend loben. Nein, das nicht. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Deswegen cool bleiben, weitermachen, Plan durchziehen und hoffen. Da war gerade eine Welle. Der kam noch hinterher. Fuck it, ey. Ja, richtig ärgerlich, ey. Kurz vorm Rausheben hier ich habe gerade den Köder schon rausgehoben gehabt und sehe dann noch dahinter plötzlich eine Welle starten. Da war sie gerade wieder. Der war schon wieder am Köder. Boah, das wäre es gewesen, ey. Oh, Zeit für einen Köderwechsel. Der hat gerade schon wieder Anlauf genommen auf dem Köder. Man sieht noch die Blasenspur da hinten. Ja, das wäre es jetzt, den zu fangen. Der macht keinen schlechten Eindruck. Als erstes nochmal einen Scanner in einer anderen Farbe. Den Scanner fand er ja ganz gut. Vielleicht reagiert er auf ein natürlicheres Dekor jetzt ein bisschen besser. Das ist Anchor, unser Dekor. Eine Sache nutze ich jetzt noch. Ich habe das hier an der Seite dran. Das ist Nitro Booster. Also ein bisschen Geruch. Damit schmiere ich den Köder jetzt ein bisschen ein. Vielleicht gibt das den entscheidenden Reiz. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt erstmal die Schnauze voll hat. Okay, darauf kein Kontakt. Der war auf jeden Fall größer als der erste Hecht. Ich werfe jetzt als nächstes mal was Kleineres. Das ist auch ein relativ neuer Köder, Gamera Slim, ist nur 90 mm lang, läuft sehr flach. Oh, der wäre es gewesen. Erstmal letzter Versuch, danach gehe ich weiter und ich muss ja hier auf dem Rückweg noch mal lang, werde den dann noch mal anfischen. Das ist jetzt unser Boomer, der Chatterbait mit einem Bullfrog als Trailer. Ja, Frösche gibt es auf jeden Fall in all diesen Poldern und vielleicht mag er den ja jetzt. Der das zweite Mal gefolgt ist. Da hatte ich ganz kurzzeitig auch so, als hätte er den Köder einmal angeschoben, hat er mir so ein bisschen den Druck weggenommen. Aber es kann auch nur gewesen sein, weil der so eine krasse Welle geschoben hat. Aber nun ja, Fakt ist, wir sind hier nicht komplett verkehrt. Wir machen nicht komplett das Falsche hier. Also weiter geht's. Well, new spot. This is also a Zander spot, maybe some perch as well. It's sheltered for the sun. It's good for us, but also for the fish. And mainly important, there is current here. Not much, but there is some current. And that's at least better than the other spot this morning. I fish with a long rod. It's a prototype of the Lizard X. It's a 9-footer, and also the strike wire braid 0.8, and of course the piglet shed in orange. It's one of my favorite lures for Zander. Yeah, let's see.
Don't know what happened. Don't know what happened. I had a bite actually, soft, but then when I striked, I was stuck on the ground. Fuck! Fuck! Viel Biss für Paolo und auch bei Patrick hängen die Fische bisher nicht. Ich zerreiß das Shirt, ey. Ich sag auch, Hechte liegen mir nicht. Kann doch nicht wahr sein. Der hat den Köder nicht gespürt. Aber der Tümpel ist tiefer, als ich dachte. Und ich dachte so, der Trailerhook hat ja vorhin auch nichts gebracht, lässt ihn mal weg. Ja, hätte ich ihn jetzt mal besser dran gelassen. Vielleicht hätte der Fisch dann gehangen. Again, a small perch, definitely. Okay, we are moving. I already heard that Enrico catch a 90 pike. So, f you Enrico. I'm joking, of course. Super compliment to him. The guys are looking for pikes, and I think they made the right decision, because me, no perch, nothing. Enrico, ti odio. Das war Paolo, der hat in die Gruppe geschickt, also eine Sprachnachricht geschickt auf Italienisch und hat gesagt, Enrico, ich hasse dich. Immer abwarten, es sind noch mehr als 1,5 Angeltage tatsächlich übrig, also da kann noch alles passieren. Ti amo, Paolo. Ti voglio tanto bene. Fisch! Motherfucker! Da ist er! Jetzt! Geiler Scheiß, Alter! Ah! Dich, mein Freund, habe ich gesagt. Was sagt er? Ich sag 90, mein Freund. Ich habe gewusst, dass er dort steht. Ich habe es gewusst. Habe ich nicht gesagt, mach die Kamera. Habe ich gesagt oder nicht? Das war klar, Alter. Ich habe den gerochen, den Tipp. Porca miseria. Markus kontert. Der Batscher beschert ihm seinen 3. Wertungshecht. Und da der Fisch dieselbe Länge hat wie Enricos größter Hecht, zeichnet sich momentan ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze ab. Malte, momentan auf 3, sucht ebenfalls einen Hecht in dieser Größenordnung. Ja, what the fuck, ey. 2 mal 90. Einmal Enrico, einmal Markus. Richtig doll. Und ja, umso ärgerlicher, dass der Fisch gerade bei mir nicht hing, da war der nächste hinterher. Nein! Nein! Oh, vielleicht war er das schon wieder und hörte sich auch nicht klein an. What the fuck, ey! Beißt hier vorne beim Rausheben wieder rauf. Hängt nicht. Oh, das wäre es gewesen beim Statement. Den Hecht fangen. Ganz, ganz wichtig beim Hechtangeln, gell? Fingertape, Alter. Weil, was ist ein 90er Hecht ohne Fingercut? Gar kein Hecht eigentlich, zählt nicht, habe ich schon gelernt. Und das Zeug ist echt pervers, Alter. Das Kinder gerade so
Zack, zack. Mega. Gut. So. Cool. 10 Minuten. Bis aufhört zu bluten und dann geht's weiter. Während Markus seine Finger verarztet, befindet sich Paolo auf der Autobahn auf dem Weg zum nächsten Spot. Okay guys, we are moving. Unfortunately, the first spot didn't deliver fish. Now we change completely spots and we move around looking for small spots where we will do like 10 casts each spot. And the chance for the big perch for me today, I think, is over. I have another spot, but it's too far, I think, for today. So I will concentrate the attention on Zander now and maybe some pikes. So yeah, now it's time for my Red Bull. Ich will jetzt nochmal eine ganz andere Nummer probieren. Und zwar, ich habe hier noch einen 11 cm White Tiger. Das ist eine neue Farbe bei uns. Und den werde ich jetzt auch mit 17 Gramm riggen. Den klebe ich auch ein. Der fliegt nämlich auch wie die Hölle. Der hier wird jetzt ordentlich gerade angedrückt. Und dann geben wir dem 11 cm Percher, den White Tiger, mal eine Chance. Denn, meiner Meinung nach, eine ganz, ganz, ganz stark unterschätzte Farbe ist weiß. Ich wollte diese Farbe unbedingt machen. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen von euch diese Farbe nicht. Das ist aber egal, weil ich schwöre tatsächlich auf diese weißen Farben. Dann eben noch mit den Tigerstreifen, also mit den Perch-Streifen hier drauf. Super geil. Und halt hier unten noch einen kleinen UV-Punkt am Kehlchen. Mal sehen. Der fliegt halt sehr, sehr weit, weil er wenig Luftwiderstand hat. Und ich denke, dass das jetzt nochmal einen extra Impuls gibt, weil die Sonne jetzt gleich richtig hoch steht und ich möchte höchstmögliche Aufmerksamkeit auf meinen Köder erzeugen und deswegen jetzt mal den White Tiger. Ich glaube, der kann was werden. Außerdem ist es immer gut, an einem Platz, den man länger ausangelt, die Köderfarben zu wechseln bzw. die Laufeigenschaften des Köders zu wechseln. Denn die Fische sind jetzt auch nicht so ganz doof. Da ist er. Erster Wurf. Erster Wurf White Tiger, Leute. Erster Wurf. Das ist unglaublich. Erster Wurf. Geh mir bloß nicht ab. Ich weiß, viele lachen jetzt wieder wegen meiner komischen Technik, den Fisch zu drillen. Das ist auch nicht schlecht. Geh mir bloß nicht ab. Der ist gut. Oh, das ist ein Zander. Ein Riesenzander. Ich glaube, ich drehe durch. Ich bin da. Oh, geh mir bloß nicht ab. Geh mir bloß nicht ab. Ein Riesenzander, Leute. Ein Riesenzander. Ein Riesenzander. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Alter Falter. Alter Falter. Ein Riesenzander. Ich habe schon gedacht, die Kopfschläge so. Junge. Ein Riesenzander. Ich bin. Alter. Ich bin fix und fertig. Ey, das ist ein 75er oder so. Erster Wurf mit dem White Tiger. Ich drehe. Ey. Ey. Alter, das ist eine richtige Maschine, ey. Ich drehe durch, das ist ein richtig guter Fisch. So, vorne dran, na 75 nicht, aber 70. Ein 70er Zander, Leute. Was ist denn das bitte? Jetzt bin ich ja fix und fertig. Der geht auch schnell zurück, weil es ist warm. »70er Zander, ich bin total, ich weiß auch nicht, ist das irre. Ich bin total bescheuert.« Ein super Fang für Enrico. Nicht nur, dass dieser Fisch satte 91 Punkte bringt, es ist auch die zweite Fischart. Enrico verschafft sich etwas Abstand zum Zweitplatzierten und zieht die Aufmerksamkeit der Konkurrenten auf sich. Enrico, I ate Enrico, 70 Zander. Fuck! He's doing a really great job. 2 big pikes and big Zander. Chapeau! Oh, das ist richtig bitter, ey. Richtig bitter. Und selbst verkackt hier irgendwie seine Hechte, kriegt die nicht. Könnte ja auch schon fast weg sein, ja. Und Enrico
Was wir einen Zanderspot ganz dicht bei den Hechten gehabt haben, 70er Zander, ey. Wahnsinn. Das wird jetzt schon schwer aufzuholen, überhaupt in den 2 Tagen. Während Malte schon Rechenspiele zur Qualifikation durchgeht, macht sich Markus Gedanken zum Regelwerk. Wie ist das eigentlich? Karpfen? Kriege ich da Schwimmbrot? Kriege ich da Topwaterköder? Punkte. Guck mal da. Den det mal kriegen, oder? Super schöner Fisch, Alter. Ein Spichler. Guck mal, der hat auch Hunger. Oder nur Räuber. Aber es hat doch Käse, Oberfläche, Fisch nach Wahl, oder? Sind wir ehrlich? Ah, Grauzone wieder, gell? Die steht trotzdem, ja. So, man fangen so aus Spaß, wir liegen noch gut in der Zeit. Nee, war nicht Spaß. Um Markus' Frage auch für euch kurz zu beantworten. Beim Topwater-Angeln zählen auch Friedfische ab 40 cm Länge. Ein regulär gehakter Karpfen könnte also durchaus Punkte bringen. Voraussetzung ist das Fischen mit Kunstködern, was normales Brot per Definition ausschließen, schwimmendes Kunstbrot oder Kunstmais jedoch einschließen würde. Markus hat nun aber zunächst mit den gefiederten Zuschauern zu kämpfen. Chef, Freunde, für euch mache ich sogar Angelpause. Nur mal zuzugucken und euch nicht zu stören. Aber haltet mich nicht so lange auf, ich fische Turnier, gell? Ja, läuft ganz gut, aber wir haben trotzdem keine Zeit zu verlieren. Hopp, hopp, weiter, auf. Hopp, hopp, durch. So, gerade auf so kurze Distanz mit so Unterhandwürfen, gell? Da kann ich natürlich die Aktion in der Köder nicht über die Rolle bringen. Und dann springe ich die Aktion da über die Rudespitze. Schon versuche ich immer die Aktion nahe zu bringen über A-Kurbel stehen lassen. Und jetzt sehen wir ja da ein bisschen mit der Spitze. Ein bisschen A-Twitchen, ein bisschen stehen lassen, twitchen. Siehst du, und jetzt versuche ich da die Aktion über die Rute nahe zu bringen, über die Rolle. 2 schnelle Umdrehungen, kurz stehen lassen, Umdrehung, 3 Umdrehungen. Nicht monoton, ganz wichtig. Habe ich einen Profi erzählt gekriegt, Alter. Yes! Mann! Hab ich die Sau doch noch bekommen. So. Endlich. Ich denke mal 78, 77. So. Nach YPC-Regeln ist es also 80. Noch einmal glücklich halten. Dann darf ich ihn zurücksetzen. Ciao, Baby. Ciao, Baby. Ekelhaftes Wasser. Sechster Biss. Endlich Fisch. YPCs 22, ich bin angekommen. Allerdings, nach ein paar Anläufen kann Patrick seinen Angstgegner, den Hecht, endlich auf die Matte legen und beendet damit die erste von 4 Sendungen in Gruppe D. An der Tabellenspitze thront Enrico Di Ventura von LMAB mit 3 Hechten und einem Zander, gefolgt von Markus Eule von Zack Fishing, der bislang 3 Hechte in der Wertung hat. Fox Rage Pro Staffer Patrick Marabel liegt mit dem gerade gefangenen 80er Hecht auf Platz 3. 4. ist Ganki Teamangler Malte Gatz. Paolo Baraggioli von Molex und Evert Ostam aus dem CWC-Team haben noch keinen Fisch in der Wertung.
Wie es in dieser Gruppe weitergeht, erfahrt ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abonnenten und über Besuche in unserer YPC Bank Kategorie, in der ihr einen großen Teil des genutzten Equipments, sogar das Fingertape von Markus Eule findet. Ciao.